Hallo meine Freunde, hola Madridistas. Vor gut einer Woche hat Real Madrid von ihren inoffiziellen Kanälen verlauten lassen, der Transfermarkt ist für uns geschlossen. Es sei denn, irgendein Spieler erkennt, ich werde unter Xabi Alonso nicht die Rolle spielen, die mir vorschwebt, und er bringt ein dementsprechendes Angebot rein. Und das scheint tatsächlich zu passieren, denn Dani Ceballos möchte noch in diesem Transferfenster Real Madrid verlassen. Was da los ist, was das für Auswirkungen für Madrid hätte, wer ihn ersetzen kann etc., darüber reden wir natürlich in dem Video. Dann ist ein guter alter Bekannter zurück, der medizinische Bericht. Eduardo Camavinga hat sich schon wieder verletzt. Was da los ist, wie lange er ausfällt etc. erfahrt ihr natürlich im Video. Dann haben wir auch noch das Training von gestern. Diesmal mit ein bisschen Information von Real Madrid TV, fand ich ganz interessant. Und ansonsten noch ein paar andere Themen, Franco Mastantuono, Thiago Pitarch etc. Also ihr hört, es wird ein vollgepacktes Video. Viel Spaß dabei. Ja, fangen wir erstmal mit einer Information an, mit einem Transfer, wo ich immer wieder das Gleiche sage. Ein Transfer, in den Xabi Alonso verliebt ist, in den er sehr viel Zeit investiert hat und wo wir auch immer wieder hören, wir alle unterschätzen den Transfer von Franco Mastantuono. Er soll kein weiterer Ersatzspieler sein, er soll von Anfang an wichtig werden. Ja, und wann der erste wichtige Tag ist für Franco Mastantuono, ist diesen Donnerstag. Diejenigen, die die Präsentation von Franco Mastantuono nicht verpassen wollen, nehmt euch am Donnerstag nichts vor. Meistens starten diese Präsentation gegen 12 Uhr. Ihr kennt das Prozedere. Florentino Perez sagt ein paar Worte, der Spieler sagt ein paar Worte, danach gibt es eine Pressekonferenz und so wie es aussieht, soll er ab Freitag schon mit der Mannschaft mittrainieren. Also Donnerstag die Präsentation von Franco Mastantuono. Dann der medizinische Bericht, von dem ich euch eben gewarnt habe, erzählt habe. Eduardo Camavinga, der Franzose, der in der vergangenen Saison von Verletzungen geplagt war, ich glaube 3 oder 4 langfristige Verletzungen, kommt gerade aus einer Verletzung wieder. Und viele sagen, diese Saison ist die wichtigste seines Lebens bei Real Madrid. Er hat unter Carlo Ancelotti nicht die Entwicklung gemacht, die Real Madrid gerne gesehen hätte, die er selber wahrscheinlich gerne gesehen hätte. Und Xabi Alonso war der neue Hoffnungsträger für den französischen Nationalspieler. Alle stecken große Hoffnungen in diese Saison, dass Xabi Alonso endlich das gesamte Potenzial aus Eduardo Camavinga herausholt. Und ich glaube, ich bin der Hoffnungsträger Nummer 1. Die den Kanal schon länger kennen, wissen, dass Eduardo einer meiner Lieblingsspieler ist. Aber der medizinische Bericht von Real Madrid ist da und da steht: Nach den Tests, die heute an unserem Spieler Eduardo Camavinga von Real Madrid Medical Service durchgeführt wurden, wurde bei ihm ein verstauchter rechter Knöchel diagnostiziert. Ausstehende Evolution. Ja, was bedeutet das? Der Knöchel ist verstaucht, er wird jetzt ein paar Tage aussetzen müssen und das ist eine absolute Katastrophe. Wenn du nur 2 Wochen hast, die Saison vorzubereiten, ist das Schlimmste, was dir passieren kann, wenn du auch noch innerhalb von diesen 2 Wochen ausfällst. Ich drücke den Franzosen die Daumen. Es ist ein Rennen gegen die Zeit, ob er es überhaupt zum ersten Saisonspiel schafft. Gegen Osasuna, das ist ja mehr oder weniger in einer Woche, etwas mehr als einer Woche. Ich drücke den Franzosen die Daumen, wobei es natürlich für ihn absolut eine Katastrophe ist, dass er diese kurze Saisonvorbereitung dann auch noch, die Hälfte von der anscheinend verpasst. Ich glaube immer noch an Eduardo Camavinga und ich glaube, der hat so einen Körper, dass er das wieder nachholen wird und dass er der Mannschaft, dass er uns viel Freude machen kann. Ja, und wenn wir schon mal über Training reden, würde ich vorschlagen, wir hören uns mal das Training von Real Madrid an. Und diesmal habe ich für euch den Kommentar von Real Madrid TV draufgelassen, damit ihr mal hört, was heute so gemacht wird. Also viel Spaß beim Training von Real Madrid. In nur 9 Tagen geht es offiziell los. Heute steht für die Mannschaft von Xabi Alonso in dieser Stadt Madrid zudem ein Tag mit 2 Trainingseinheiten auf dem Programm. Die erste der beiden Trainingseinheiten heute begann mit einer Aktivierung sowohl individuell als auch in der Gruppe sowie einer taktischen Videositzung im Innenbereich.
Anschließend haben wir auf den Plätzen 1 und 2 dieser Stadt Madrid physische Trainingsreihen und Kombinationsrondos gesehen, bevor verschiedene Spiele auf verkleinertem Spielfeld ausgetragen wurden. Spiele 10 gegen 10 und 5 gegen 5. An einem Morgen, an dem Mendy, Endrick und Jude Bellingham weiterhin in dieser Stadt Madrid an ihren Rehabilitationsprozessen arbeiten. So bereiten die Spieler von Xabi Alonso weiterhin eine Saison vor, die in nur 9 Tagen am kommenden 19. August offiziell beginnt. Doch zuvor steht an diesem Dienstag, dem 12., ein Härtetest an, ein Vorbereitungsspiel im Tivoli-Stadion Tirol in Innsbruck um 19 Uhr gegen Tirol. Ein Spiel, das wir hier live auf Real Madrid TV sehen werden, genau eine Woche bevor Osasuna am 19. August um 21 Uhr im Estadio Santiago Bernabéu zu Gast ist. Erstes Ligaspiel, erstes Spiel einer offiziellen Saison, wie der Trainer nach dem Ende der Club-Weltmeisterschaft sagte. In dieser Saison beginnt alles bei Null. Allerdings hat uns diese Club-Weltmeisterschaft bereits einige Ideen und Varianten gezeigt, wie dieses Real Madrid unter Xabi Alonso aussehen wird. Ja, mal interessant zu hören, was da so abging. Erstmal Gym, dann auf dem Platz, 5 gegen 5, 10 gegen 10. Er arbeitet auch immer sehr viel mit diesen Elastikbändern. Das habe ich unter Carlo Ancelotti nicht so oft gesehen. Aber es ist so, wie ich euch vor ein paar Wochen gesagt habe, die neue Athletikabteilung, Fitnessabteilung von Real Madrid hat einen anderen Ansatz als Pintus. Pintus wollte körperliche Monster haben. Einem Xabi Alonso ist es wichtiger, dass die agil sind, dass die schnell, flink sind. Man sieht auch einen Kylian Mbappé das relativ gut an, dass der dünner geworden ist. Bei den anderen scheint das auch der Fall zu sein. Also die Physios haben mit Real Madrid zurzeit etwas anderes vor und die ersten Resultate kann man schon sehen. Ich hoffe, auf dem Platz sehen wir auch die ersten Resultate. Spätestens morgen Abend gegen Tirol. Ich freue mich riesig darauf, unseren Jungs endlich mal beim Kicken wieder zuzuschauen. Ja, wer keine Lust mehr hat, anscheinend für Real Madrid zu gucken, ich glaube nicht, dass das ist, glaube ich, zu böse ausgedrückt, aber wer sieht, dass er keine wichtige Rolle spielen wird, ist ein Dani Ceballos. Und um das Thema anzuschneiden, müssen wir einen kurzen Umweg gehen. Was ihr hier seht, ist Isco Alcaron. Ihr kennt Isco alle noch aus seiner Zeit bei Real Madrid, zurzeit eine tragende Säule von Betis Sevilla. Da hat er endlich wieder Fuß gefasst, spielt einen wunderbaren Fußball und hat es sogar wieder in die spanische Nationalmannschaft geschafft, war mit Betis Sevilla im Conference League Finale. Also Isco, der Magier aus Malaga, aus dieser Stadt, spielt für Betis Sevilla einen überragenden Fußball. Doch ausgerechnet gestern bei einem Freundschaftsspiel hier in Malaga hat er sich wieder einmal verletzt. Es handelt sich sogar um einen Bruch. Und weil Betis Sevilla jetzt mindestens 3 Monate auf Isco verzichten muss, brauchen die natürlich einen Ersatz. Und dreimal dürft ihr raten, welcher Name Betis Sevilla als erster in den Gedanken gekommen ist. Lesen wir uns dazu einen Artikel einmal durch. Isco fällt 3 Monate aus. Betis erwägt erneut Ceballos zu bekommen. Der aus Malaga stammende Spieler erlitt einen erneuten Bruch des linken Wadenbeins. Ein herber Rückschlag für die Verde Blancos in der ersten Hälfte der Liga und der Europa League. Der aus Utrera stammende Spieler bot eine Lösung. Ceballos kommt daher. Also, Isco Alcaron wird aufgrund der Verletzung, die er sich am Samstag in La Rosaleda zugezogen hat, rund 3 Monate ausfallen. Ein Schlag auf den linken Knöchel zwang ihn dazu, das Stadion auf Krücken und in einer Schiene zu verlassen. Aus der offiziellen medizinischen Bericht von Betis vom Sonntag geht hervor, dass der aus Malaga stammende Spieler eine neue, nicht verschobene Fraktur im mittleren Drittel seines linken Wadenbeins erlitten hat. Es handelt sich um eine neue traumatische Verletzung, die nichts mit dem vorherigen Eingriff zu tun hat und die nun behoben ist. Der Spieler wird in den kommenden Wochen einer konservativen Behandlung unterzogen und seine Rückkehr hängt vom Fortgang des Eingriffs ab, stellt der grün-weiße Verein klar. Bis auf die Aufnahme von Antony in der Schlussphase des Marktes, ein Schritt, der eine Investition von mehreren Millionen Euro erfordern würde, könnte sich Betis Strategie zur Vertragsunterzeichnung ändern, nachdem bekannt wurde, dass ein großartiger Spielmacher für so lange Zeit ausfallen wird. Die Verpflichtung von Dani Ceballos bleibt weiterhin möglich und wurde vom Club aus Verde Blanco, also von Betis Sevilla, nicht völlig ausgeschlossen. Jetzt mit noch mehr Grund. Der Mittelfeldspieler aus Utrera möchte weiterhin zu Helipolis zurückkehren und Real Madrid ist einem Transfer gegenüber aufgeschlossen, wenn das Angebot von 15 bis 20 Millionen erreicht wird. Ja, ihr habt es selber gehört. Ein Dani Ceballos
wird bei Xabi Alonso nicht die Rolle spielen, die er will. Und ich habe auch etwas Verständnis für einen Dani Ceballos. Der war jahrelang Ersatzspieler hinter einem Modric, hinter einem Kroos, hinter einem Casemiro etc. Die waren alle vor ihm. Fede Valverde hat ihn überholt etc. Und diese Saison, wo er sich vielleicht gedacht hat, ein Kroos ist nicht mehr da, ein Modric ist nicht mehr da. Ich habe letzte Saison wirklich gute Spiele gemacht. Kommt ein Arda Güler und spielt groß auf und Xabi Alonso hat jedem schon klar gemacht, ein Arda Güler wird jede Minute spielen, so ein Talent muss gefördert werden. Dass ein Dani Ceballos da natürlich unzufrieden ist, kann ich verstehen. Was aber nicht geht und warum ich auch langsam glaube, der Transfer wird passieren, ist zunächst einmal, postet er in der Woche Fotos mit einem Betis Sevilla Trikot. Was soll das? Naja, soll er in seiner Freizeit tragen, was er will. Aber heute kam ein Dani Ceballos fast 10 Minuten zu spät zum Training. Und jeder von euch, der einen Xabi Alonso kennt, weiß, was das für den bedeutet. Ein Xabi Alonso hat einmal den Florian Wirtz bei einem Spiel gegen Borussia Dortmund, also ein echtes Spitzenspiel auswärts, auf der Bank gelassen, weil er, glaube ich, 5 Minuten zu spät zum Treffpunkt kam. Wenn Xabi Alonso eins klar gemacht hat in seiner bisherigen Trainerkarriere und seit er bei Real Madrid ist, dass Disziplin für ihn an oberster Stelle ist. Die Spieler müssen 1 Stunde vor Trainingsbeginn da sein. Die trainieren härter als jemals zuvor. Und ich glaube, vielleicht interpretiere ich auch zu viel da rein. Aber für mich ist das kein Zufall, dass ausgerechnet heute am ersten Tag, nachdem das mit Isco passiert ist, er 10 Minuten zu spät zum Training kommt, das Foto mit Betis etc. Er soll auch schon laut Information klargestellt haben an Betis Sevilla, dass er bereit ist, auf Gehalt zu verzichten, damit er zurück nach Betis kann, weil die haben natürlich eine ganz andere Gehaltsstruktur als Real Madrid. Was bedeutet das für Real Madrid? Ein Dani Ceballos ist nach Arda Güler im Kader, glaube ich, der Einzige, der diese Position spielen kann, des Spielgestalters, des Motors, des Gehirns von Real Madrid. Wenn der ausfällt, muss Madrid dort dringend agieren. Ein Eduardo Camavinga könnte es vielleicht noch spielen, aber das wäre nicht seine natürliche Position. Er ist eher ein Box-to-Box-Spieler. Und daher die Frage, ich habe gesagt, dass ich über ihn reden werde, ob Thiago Pitarch jetzt schon weit genug ist, diesen Spot, den ein Dani Ceballos freigemacht hat, zu besetzen. Lesen wir uns dazu einen Artikel gemeinsam einmal durch. Xabi Alonso investiert wie versprochen in das Jugendsystem. Gonzalos Sprung und Thiago Pitarchs Aufstieg bestätigen dies. Der aus Tolosa stammende Spieler verdoppelt in der ersten Woche der Saisonvorbereitung sein Vertrauen in La Fabrica und sucht nach Talenten, die er in der ersten Mannschaft nicht hat. Von den 15 Tagen Express-Saisonvorbereitung, die Real Madrid in diesem Sommer absolvieren musste, ist fast die Hälfte der Trainingseinheiten bereits absolviert. In der ersten Woche wurde intensiv unter der Leitung von Xabi Alonso trainiert und ein Freundschaftsspiel ohne Zuschauer ausgetragen. Der neue Trainer, der bereits die Erfahrung der Clubweltmeisterschaft mitbringt, schöpft jeden Spieltag voll aus. Vor dem Saisonstart, der am 19. gegen Osasuna beginnt, will er nichts dem Zufall überlassen. Das Spiel gegen Leganés dient daher als Testspiel. Xabi Alonso spielte in beiden Halbzeiten in einer 4-3-3-Formation und experimentierte mit Alaba im zentralen Mittelfeld. Er setzte auch Hoffnung in die neue Version von Militao, der nicht weit von seiner Form vor seiner Verletzung entfernt war. Er freute sich auch über den Triumph eines persönlichen Wagnisses, den Nachwuchsspieler Thiago Pitarch. Eigentlich ist es noch nicht einmal lange genug her, um ihn als Glücksspiel zu bezeichnen, aber es ist so. Thiago Pitarch genoss am Dienstag seine erste Trainingseinheit mit der A-Mannschaft und am Freitag spielte er bereits in einem Spiel mit ihnen und erzielte ein Tor. Der 18-Jährige ist eine echte Entdeckung, die auch Álvaro Arbeloa fasziniert hat. Sein Profil, das eines zentralen Mittelfeldspielers, der seinen Mitspielern das Tempo vorgibt, gibt es in Madrid heute nicht mehr.
Xabi hingegen ist von Pitarch so fasziniert, dass er ihn für einen Spieler hält, in den es sich zu investieren lohnt. Investieren, ein Verb, das im Wörterbuch des Real Madrid-Trainers keineswegs zufällig auftaucht. Er verwendete es, als er bei der Weltmeisterschaft über Arda Güler und die Arbeit sprach, ihn zu einem neuen Modric zu machen. Spielzeit investieren und die Geduld haben, Brücken um eine Idee herumzubauen, deren Ergebnis das größte Vertrauen sind. Dasselbe gilt nun auch für Pitarch. Einen Jungen in der Vorbereitung Spielminuten zu geben, wenn man selbst nur wenig Zeit hat, ist nicht umsonst. Die Wirkung war so groß, dass alles darauf hindeutete, dass Xabi ihn auch zum Freundschaftsspiel mitnehmen kann, das Madrid nächsten Dienstag in Österreich bestreiten wird. Ja, also ihr habt es selber gehört. Ein Xabi Alonso hat von Anfang an klar gemacht, ich vertraue auf die Jugend von Real Madrid. Und wenn bei Real Madrid eine Position fehlt, der Backup für einen Arda Güler, dann ist nicht die erste Intention, wen hat Liverpool da rumrennen, wen hat Arsenal da rumrennen oder irgendwas. Der erste Gedanke ist, ich schau mal, ob bei Real Madrid Castilla ein Junge ist, dem ich eine Chance geben kann. Und die Chance hat er einem Thiago Pitarch gegeben. Der scheint die Chance mit beiden Händen ergreifen zu wollen. Und für mich als Madrid-Fan, als Nostalgiker, als Fan, der jedes Spiel der Jugendabteilung guckt, ist das eine enorme Freude. Doch vielleicht gehe ich zu blauäugig daran. Daher frage ich euch, was ist eure Meinung? Falls Dani Ceballos Real Madrid verlässt, würdet ihr einen Transfer tätigen wollen? Wenn ja, wen? Oder würdet ihr auf Arda Güler und Thiago Pitarch als die Motoren von Real Madrid vertrauen? Ich bin gespannt. Ich werde mir die Kommentare lesen, sobald wir gelandet sind. Während ihr das Video seht, bin ich nämlich im Flugzeug. Ich freue mich darauf und ich sage, wir sehen uns morgen wieder. Und bis dahin nichts vergessen, kommentieren, liken, teilen. Ihr wisst, wie YouTube funktioniert. Und bis morgen sage ich einfach: A la Madrid!